Alright, ihr seid liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti, und währenddessen wir ganz sachte ein paar Dungeon-Versuche geben, habe ich Worte an die Community zu richten, denn ich finde, die Community hat sich wieder in einer sehr guten Seite gezeigt, allgemein. Ich werde gleich noch mehr Worte darüber verlieren, möchte aber deshalb sagen, hört euch mal meine Worte an, gebt gerne eure Meinung dazu ab in die Kommentare. Jeder, der das macht, hat die Chance auf einmalig 100 Pilze. Ich habe noch einen Pilzcode, den ich dann gerne an einen von euch versenden will. Ihr könnt die Kommentare bis heute 23:59 Uhr eingehen lassen. Und zwar möchte ich natürlich Bezug nehmen auf die Situation, die es in der Shakes and Fidget YouTube-Welt gab. Es gab Äußerungen, es gab Aktionen, Reaktionen, teilweise per Video auf YouTube. Ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, denn Leute, es ist vollkommen irrelevant. Die Sache wurde von den Content-Creatoren auf jeden Fall geklärt, wahrscheinlich sogar auch noch andere Beteiligte mit dabei. Finde ich auf jeden Fall gut, großes Plus schon mal. Man hat nämlich gemerkt, dass das in eine falsche Richtung geht und hat dann die Handbremse gezogen. Echt super. Ja, es hat mir aber eben auch gezeigt, dass man nie sicher sein kann, wann mal sowas aufploppt. Ja? Und letztendlich, ob sowas aufploppen kann oder welchen Schaden sowas anrichten kann, liegt in erster Linie immer an jeden Einzelnen von euch. Ja? Und ja, fangen wir mal an. Was mir wichtig ist dieses Thema, ne? Shakes and Fidget ist ein Mobile-Game, ursprünglich Browser-Game, Free-to-Play, aber auch viel Pay-to-Win. Und alle diese Spiele haben mit den gleichen unschönen Nebenwirkungen zu kämpfen. Ja. Und hier in Bezug darauf, dass es immer auf euch selbst ankommt, ist meine erste Aussage, die ich auch schon öfter in Videos gebracht habe. Auch damals für W50 hatte ich ein Bootcamp erstellt. Da war im ersten Part Vorbereitung vor so einem Serverstart. Und da habe ich ganz klar gesagt, Leute, macht euch einen Plan. Und zwar nicht jetzt einen Spielplan, um zu überlegen, was ihr wann machen wollt oder wie es halt auf Discord auch mit Hilfestellung. Es geht vor allen Dingen um einen Zeit- und einen Finanzplan. Ja, überlegt, was könnt ihr in das Spiel investieren, wenn ihr es wollt. Denn ich finde, keiner hat das Recht, jemanden zu beurteilen, ob er Geld in Shakes and Fidget ausgibt oder nicht. Und wenn jemand sagt, ich möchte 500 € investieren, höre aber nach 3 Wochen auf dem Server auf, dann habe ich so lange kein Problem damit, außer er würde falsche Versprechungen machen. Ja. Außer er würde andere Leute baiten, mitzuziehen. Ja, und dann, wenn er das klar kommuniziert oder wenn er für sich spielt und es keine falschen Versprechungen macht und er hört halt einfach auf, dann habe ich damit kein Problem. Natürlich kann man sagen, ja, wenn er es in der Gilde nicht kommuniziert hat, ja, die Gilde wird dann natürlich einen starken Spieler gegebenenfalls verlieren. Das ist eine unschöne Geschichte, aber persönlich kann ich das dann nicht anders beurteilen. Das Recht habe ich nicht. Das Recht hat keiner. Und wenn jemand sagt, ich möchte einen Server auf 5 Jahre spielen und kein Geld dafür investieren, dann habe ich genauso kein Recht, das zu beurteilen. Vor allen Dingen nicht negativ. Ich feiere das ja. Ich feiere Free-to-Play-Spieler. Ich kann es nicht. Aber das muss ich nicht nochmal wiederholen. Ich werde nie Free-to-Play-Spieler werden können bei Shakes and Fidget. Nice, der war nice, der Versuch. Ja, das ist das eine, was ich sagen will. Macht euch einen Plan, denn das Wichtigste ist für mich, ja, dass ihr euch das Ganze auch leisten könnt. Wenn ihr Zeit investieren wollt, ihr müsst euch die Zeit leisten können. Es sollten keine anderen Sachen hinwegfallen, vor allen Dingen keine Real-Life-Sachen. Ja, Real-Life sollte immer vorgehen. Und im finanziellen Bereich solltet ihr euch es leisten können. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ohne wieder die gleichen Kamellen rauszurücken. Es gab einen Serverstart, da habe ich in den Top 3 mitgespielt. Das war noch zu meiner Ausbildungszeit wohlgemerkt. Beziehungsweise habe ich da deutlich weniger verdient. Und war in den Top 3 und dann hat plötzlich jemand angefangen, mitzupushen. Und ich war gefühlt in der Notlage, also ich habe mich wirklich so gefühlt, ich muss unbedingt mithalten. Ich habe damals das Ganze auch auf YouTube betreut so ein bisschen und hatte Angst, wenn ich das nicht halten kann, ja, gehen die Viewer weg oder keine Ahnung mehr, was genau meine Motivation war. Ich habe gesagt, ich muss es mithalten. Und was war das Ende vom Lied? Auf meinem Konto waren nur noch ein zweistelliger Betrag irgendwann. Und als ich das gemerkt habe, habe ich die Bremse gezogen. Ich habe komplett gestoppt. Ich bin auf Free-to-Play umgestiegen. Ab diesem Moment, also keine Pilze mehr gekauft. Ja. Und was ist daraus passiert oder was ist da resultiert?
Es hat einen großen Bruch gegeben, was mich und Shakes and Fidget betrifft, im Spielspaß. Ich habe es zwar noch eine Weile gespielt, hatte ja auch noch andere Chars nebenbei, aber habe immer mehr die Lust verloren, habe auf Twitch und auf YouTube gerne lieber andere Spiele gezeigt und irgendwann resultierte es in eine Pause. In einer Pause, die tatsächlich 2 bis 3 Jahre standhielt und die auch mitunter dazu geführt hat, dass ich im großen Shakes and Fidget Hype 2018 rund um Unge zum Beispiel gar nicht richtig involviert war, obwohl ich das Spiel zu dem Zeitpunkt wieder gespielt habe, aber eben auf YouTube noch nicht den Weg zurückgefunden habe. Und ja, ich habe also die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man sich verkalkuliert, und das ist halt nichts so schlimmer als das, wie ich finde. Ihr müsst euch wirklich einen Plan machen, deshalb, selbst wenn jemand baiten will, es geht ja gar nicht darum, immer was andere machen, sondern was macht ihr mit dieser Information? Lasst euch nicht baiten. Und ich habe deshalb immer gesagt, spielt dieses Spiel tendenziell nicht competitive. Ja, man weiß nie, wenn man einen Server startet und man nimmt sich vor, oh, ich möchte natürlich in Top 10 sein, ob man das dann auch schaffen kann. Beziehungsweise man kann sich gerne dieses Ziel nehmen, aber wenn man das Ziel nicht erreicht, sollte man offen genug sein zu sagen, okay, ich passe mein Ziel an. Also wenn competitive, dann sollte man aber auch bei fehlgeschlagenen Zielen halt nicht die Lust verlieren. Ja, wenn man halt sein Ziel aufgebaut hat in einem finanziellen Rahmen, der tragbar ist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man die Ziele ein bisschen zurückfährt, weil dann kommt natürlich das andere, und das haben andere Contributtoren in Bezug auf die letztmaligen Ereignisse auch jeweils erwähnt, dass es erstens ja auch ein ausdauergeprägtes Spiel ist oder eben auch ein Marathon ist. Diese Formulierung habe ich persönlich selten benutzt, aber nehme ich gerne mit auf. Und wie gesagt, wenn es finanziell alles im Rahmen ist, zeitlich alles im Rahmen ist, dann kann man seine Ziele erstmal zurückschrauben und hinten raus schauen, was dann passiert. Bei mir ist zum Beispiel auf EU1 auch so, wo ich jetzt ja mittlerweile in der Dungeon-Pause bin, dass ich gesagt habe, ja, ich würde gerne halt Top-Mage sein. Und dann gab es so viele Mages auf dem Server und ich habe gemerkt, oh, ich schaff's nicht. Also selbst das Ziel ist nicht mehr aktuell. Da muss ich mal gucken, wie es nach der Dungeon-Pause aus ist, was für mich realistisch ist. Aber die Dungeon-Pause wird ja noch eine Weile gehen. Wir können uns aber trotzdem mal für Gildenkämpfe hier mal noch einen Trank besorgen. Und das ist halt wichtig. Das möchte ich jedem Einzelnen von euch auf den Weg geben. Wenn ihr zeitlich und finanziell gut aufgestellt seid, eure Limits nicht überzieht, flexibel auf eure Ziele eingeht, dann ist der Spielspaß gewährleistet. Punkt. Wenn der Spielspaß gewährleistet ist, ja, dann ist auch das langfristige Ziel irgendwo wieder gewährleistet. Und wenn sich eure Situation finanziell verbessert, klar, dann kalkuliert neu. Und wenn ihr neu kalkuliert, habt ihr vielleicht auch neue Ziele, die erreichbar sind. Oder es ist natürlich nicht schlimm, wenn man aufgrund anderer Faktoren aufhört. Es wird immer wieder so sein, dass Leute auch mal aufhören müssen. So. Und da muss man halt drüber stehen, ja. Und ihr müsst euch aber sagen, alles Geld, was ihr in jeden Char investiert, zu jeder Zeit, ist weg. Ja, das kriegt ihr nicht wieder. Und deshalb sollte man halt zusehen, dass man sich da nicht verkalkuliert. Und ein anderes Thema, gerade als Content Creator, ist es natürlich so, dass man in der Öffentlichkeit steht, also in der Shakes and Fidget YouTube-Öffentlichkeit. Das heißt, auch das, was ich sage, werden sich 100 oder 200 Leute anhören und jeder wird seine eigene Meinung daraus schließen. Ich hoffe natürlich, dass viele Rezensionen dahingehend zustimmend sind. Aber bei allem, was ich mache auf YouTube, wird es auch immer Leute geben, die das nicht gut finden. Oder bei allen Tätigkeiten, die ich durchführe. Ich bin ganz ehrlich, ich erwähne jetzt nicht den Namen, aber es gab mal einen Server, wo ich in einer Gilde beigetreten bin und ich habe für mich entschieden, dass ich sage, wenn ich einer Gilde beitrete auf einem Server, dann mache ich einmal Werbung auf Discord oder Ingame für mich und meinen Creator-Code. Ja. Und ich bin dann an einer Gilde beigetreten und habe aber in dem Moment gar nicht gesehen, dass es auch einen anderen Creator gab, der in dieser Gilde drin war. Und als ich das dann gemerkt habe, habe ich mich geärgert, weil wenn ich das vorher gemerkt habe, hätte ich zumindest dann auch den Creator-Code des Kollegen mit erwähnt in dieser Nachricht. Ja, das habe ich vorher schon bei anderen Servern so gemacht und in dem Moment hatte ich das leider nicht gesehen. Und
ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das dann damals mitbekommen hat, das gar nicht so cool fand. Ja, auch wenn wir sagen, man steht da drüber, aber es ist halt keine schöne Sache gewesen. Ich habe mich im Nachgang auch dafür entschuldigt und es ärgert mich aber trotzdem, dass es mir passiert ist. Und so, wenn ich mich darüber ärgere, gehe ich davon aus, dass sich auch andere ärgern. Andere Handlungen, die ein Content Creator macht auf Shakes and Fidget oder Sachen, die er sagt, es wird immer Leute geben, die das halt nicht cool finden. Und wichtig ist aber, auf der einen Seite als Content Creator, dass man damit umgehen kann. Zweitens, was mir noch wichtiger ist, und dann da werfe ich den Ball wieder an euch zurück, denn ich bin ja auch nur ein Spieler in gewisser Form. Wenn ihr als Spieler, als Zuschauer, wie auch immer, aber eben auch merkt, oh, das, was derjenige macht, und sei mal dahingestellt, ob das jetzt ein Content Creator ist oder nicht, das finde ich nicht gut, dann müsst ihr euch natürlich überlegen, was ihr damit anfangt. Und wie ihr das machen wollt. Shakes and Fidget existiert schon sehr, sehr lange. Ich spiele das Game sehr, sehr lange. Neid und Missgunst gab es schon immer und wird es leider auch immer wieder geben. Und das liegt an den Leuten, die das zulassen. Es gibt Menschen, und das sehe ich halt auch in unserer Gesellschaft allgemein, die sind dafür, ja, die sehen gar kein anderes Lebensziel als schlechte Stimmung, Vibes, Neid und Missgunst zu verbreiten, weil das sie irgendwie erfüllt. Also es wird nie aufhören. Aber wenn ihr als normal denkende Person merkt, okay, mich stört etwas, dann könnt ihr euch überlegen, sehe ich zwei Alternativen. Man kann es ignorieren, weitermachen, oder man spricht das Ganze an und schaut, was für eine Gegenreaktion kommt, und dann kann man sich entscheiden, allgemein, möchte ich demjenigen weiter dabei zusehen, wie er das macht, oder möchte ich den weiter verfolgen, wenn es jetzt ein Content Creator ist, möchte ich weiter seine Videos schauen, seine Livestreams schauen oder halt nicht. Das kann man dann evaluieren. Ja, was halt nicht geht, sind Hetze und Hass hintenrum. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch auf EU5 gesehen. Auch hier werde ich keine Details nennen. Ich habe nur gesagt, für mich entschieden, mich da rauszuhalten. Es war auch nicht viel. Ich glaube, es ist auch mittlerweile nicht mehr aktuell. Aber ich habe es gesehen und fand es nicht gut, persönlich. Und hätte auch, sag ich mal, vielleicht andere Konsequenzen für mich ziehen müssen, wenn das viel schlimmer gewesen wäre. Aber es war es nicht, Gott sei Dank. Und ich werde mich, wie gesagt, nie an sowas beteiligen. Und wenn man Kritik halt äußert, ja, sage ich auch, versucht euch so bestmöglich, wie es geht, zu informieren. Ich habe es auch nicht immer geschafft, weil manche Informationen konnte man tatsächlich auch gar nicht so haben. Aber dass man auch offen, wenn man Kritik äußert, muss man gleichzeitig auch offen für Gegenkritik sein. Und wenn man das schafft, auf einer ordentlichen Ebene, dann kann man auch miteinander reden oder schreiben, wie auch immer. Natürlich ist Schreiben immer ein bisschen schwierig, birgt immer die Gefahr für Missverständnisse. Ne? Das ist ja in Shakes and Fidget so, das ist auch in allen anderen Bereichen des Lebens so. Auch im privaten Bereich würde ich euch das empfehlen. Derjenige, der etwas schreibt, hat einen Gedanken, den er vielleicht nicht so rüberbringen kann bei demjenigen, der das liest. Und dann kann es ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Und ich habe aber gesehen, schon auch in letzter Zeit länger, aber auch in dieser Situation, die es da kürzlich gab, dass eben viele Leute das wirklich auf einer sehr guten Ebene gelöst haben. Und hier möchte ich jetzt einfach mal das Beispiel erwähnen, weil ich finde, positive Sachen darf man definitiv erwähnen und Shoutouten. Da gab es, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es gab eine Sache zwischen, ich glaube, Sergio Kurai war es und einem Zuschauer. Und die hatten miteinander geschrieben und hatten dann direkt sich lieb gehabt. Also die haben wirklich auf einer sehr höflichen Art und Weise miteinander diskutiert, per Kommentar, was nicht die optimale Lösung ist, eigentlich so ein Kommentar, ne? Habe ich ja schon gesagt. Aber das hat wirklich sich sehr schön angelesen und am Ende waren sie auf einen Nenner gekommen. Perfekt. Ne? Man schafft es nicht immer auf einen Nenner zu kommen, aber dann finde ich es halt gut, wenn man die Sachen privat lehrt. Und da kommen wir wieder zum Rahmen des Ganzen, was ich jetzt gesagt habe. Öffentlich ist das Thema leider etwas gefährlich geworden, es ist zu weit ausgeschwiffen und deshalb haben sich die wichtigen Beteiligten privat hingesetzt, das geklärt, und das ist halt wirklich auch eine sehr lehrreiche, lehrreiche Situation, denke ich, für alle gewesen, denn man sollte solche Themen nach bester Möglichkeit natürlich auch privat klären, damit nicht Dritte involviert werden, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, ja, und dann Gefahr laufen, wieder
Informationen falsch aufzunehmen, falsch zu verbreiten. Ich war da auch ein Beispiel. Wie gesagt, ich habe einen Kommentar verfasst in dieser Situation und hatte halt nicht alle Informationen vorab. Dementsprechend hätte ich es eigentlich gar nicht machen sollen. Ja. Aber das ist halt, es ist normal. Es wird immer mal wieder solche Themen geben. Und wichtig ist, wie ihr persönlich mit diesen Themen umgeht. Wenn ihr, keine Ahnung, Bereiche habt, wo euch das auch trifft oder andere Bereiche des Lebens, wo ihr euch nicht sicher seid, wie ihr euch da verhalten sollt, bin ich auch gerne bereit. Ihr könnt mir gerne auf Discord schreiben, worum es da geht, wie auch immer. Ich bin da gerne bereit, euch Rede und Antwort zu stehen. Ich habe ja, da kann ich jetzt für mich sprechen, aufgrund meines Alters auch eine gewisse Lebenserfahrung und die spreche ich auch vielen anderen Content Creatoren nicht ab, aber ich kann natürlich nicht sagen, ob auch andere bereit sind, das so zu machen, und es ist auch vollkommen wurscht. Ich an der Stelle biete es euch auf jeden Fall an, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne annehmen, aber nichtsdestotrotz, schreibt bitte auf jeden Fall einen Kommentar, was ihr zu diesen Sachverhalten haltet, die ich jetzt gesagt habe, egal ob positiv oder negativ oder ob ihr auch Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht habt. Valider Kommentar ist wichtig für den 100er Pilzcode, den ich euch vergeben kann als Dankeschön an die Community, die sich eben in großen Zügen schon über längere Zeit wirklich auf einer sehr guten Seite zeigt, sei es in irgendwelchen Gilden-Discords. Ich bin an der Stelle kann ich jetzt auch mal erwähnen, auf EU3 tatsächlich in eine kleine Gilde gejoint, weil ich gemerkt habe, ja, so ein bisschen, also ich spiele zwar hauptsächlich Zeitmaschine, die Alu, ja, da habe ich wieder ganz andere Leute kennengelernt und was sie dort geschrieben haben, wie sie mich aufgenommen haben. Klar, ich habe natürlich den Vorteil, mit meinem Char kann ich der Gilde tatsächlich auch helfen, auch wenn ich nicht mehr so hundertprozentig aktiv spiele. Das macht mir auch richtig viel Spaß an Shakes and Fidget. Und auch diese Spieler gehören genauso zur Community und haben Spaß am Spiel, obwohl man sie gar nicht so auf dem Schirm hatte auf dem Server vielleicht. Und deshalb habe ich da auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Auf EU4 bin ich ja auch noch bei der Undead Army, also die möchte ich auch gleich nochmal erwähnen. Auch dort spiele ich noch mehr oder weniger zwar am Handy oder auch über die Zeitmaschine, aber ich mach's noch so gut wie es geht. Und die Gilde hat jetzt auch den Kampf um die 50 Raids immerhin gewonnen, geht jetzt sogar noch weiter, mal gucken, wie weit das doch gehen kann. Community, ja, das ist einfach Community, das ist die Community-Nähe, die ich bieten kann. Andere Content-Creatoren können noch viel näher an euch dran sein, also gerade die auch viel streamen, da habe ich höchsten Respekt davor, oder die auch einfach im Discord hocken und quatschen können. Passt bei mir leider nicht ganz so, aber das ist auch, wie gesagt, nicht schlimm. Jeder bringt sein eigenes mit und insgesamt führt es halt zu einer echt coolen Community, die sich so lange hält, trotz aller Widrigkeiten, die auch teilweise vom Spiel ausgingen. Das sieht ja aktuell auch wieder besser aus. Es sind viele Sachen angekündigt, geplant. Gamechanger vielleicht. Und wenn das alles gut läuft, umso besser. Aber ich erinnere gerne auch dran, dass vor 10 Jahren schon nicht unberechtigt die Frage im Raum stand, wird Shakes and Fidget überhaupt noch existieren? Und blub, sind wir in 2023 und kein Ende ist in Sicht. Ja, also auch wieder, vor allen Dingen durch die Community, durch euch. Weil ohne Spieler würde es das Spiel nicht geben. Ja, gut, ich habe jetzt sehr viel gesagt. 20 Minuten habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht ganz gehittet. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Glück an alle Teilnehmer. Wie gesagt, aufgrund Zeitdruck gelten nur alle Kommentare bis 23:59 Uhr, aber wenn ihr später einen Kommentar schreibt, lese ich mir den natürlich genauso durch. Deshalb haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.